Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute gibt es eine ganz wunderbare Erdbeermarmelade, genauso wie es die Großeltern gemacht haben, nämlich ohne Gelierzucker, künstliche Zusätze, aber mit dem vollen natürlichen Geschmack der Erdbeere. So wissen wir genau, was drin ist, denn Gelierzucker gibt es erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Davor wurde sie traditionell eingekocht, mit Zeit, einfachen Zutaten und Geduld. Die Menge könnt ihr nur nach euren eigenen Wünschen anpassen. Es ist genauso möglich, nur 1 Kilo Erdbeeren zu verwenden. In diesem Fall sind es jedoch etwa 4 Kilo. Sie stammen von einem hier ansässigen Bauern, frisch geerntet, und so werden vor allen Dingen unsere regionalen Bauern unterstützt. Sie werden nun gründlich mit kaltem Wasser gewaschen. Alternativ können sie auch in etwas Natronwasser gereinigt werden. Das hilft dabei, Rückstände besonders schonend zu entfernen. Da sie bio gekauft sind, wasche ich sie nur unter kaltem Wasser. Natürlich kannst du das Wasser auch auffangen und zum Blumengießen verwenden. Als nächstes richten wir uns ein paar Schüsseln. Dann wird von den Erdbeeren der Strunk entfernt, halbiert und geviertelt oder auch geachtelt. Übrigens sind die Erdbeeren nicht nur unglaublich aromatisch, sondern sind auch richtig wertvoll für uns. Sie enthalten sogar mehr Vitamin C als viele Zitrusfrüchte. Dazu kommen sekundäre Pflanzenstoffe, die für die kräftig rote Farbe verantwortlich sind und als natürliche Antioxidantien wirken. Das war nun die größte Arbeit dabei. Ich habe die 4 Kilo in 2 Schüsseln aufgeteilt. Nun sind sie auch bereit für die weitere Verarbeitung. Nun bin ich auch ein großer Freund davon, den Zucker möglichst zu reduzieren. Allerdings hat er auch eine wichtige Funktion, er wirkt nämlich als natürliches Konservierungsmittel. Hier verwenden wir bewusst wenig Zucker. Koche ich die Gläser nach dem Abfüllen zusätzlich ein, um die Haltbarkeit auf jeden Fall zu unterstützen. Als erstes geben wir etwa 200 Gramm Zucker pro Schüssel dazu. Das kann auch brauner sein, dabei bringt er eine leicht karamellige Note mit rein. Von einigen von euch wird die Frage nach Zuckeralternativen kommen, jedoch rate ich dringend davon ab, da diese weder zur Haltbarkeit beitragen noch eine konservierende Wirkung haben und auch nicht unbedingt gesünder sind. Zudem verändern sie häufig den natürlichen Geschmack der Frucht. Übrigens hätten unsere Großeltern etwa 2 Kilo Zucker auf die 4 Kilo Erdbeeren genommen. Er wird nun einfach unter die Erdbeeren gehoben. Das hier ist ein kleiner Nachdreh, das ich vorhin vergessen habe, die Kamera laufen zu lassen. Die Schüsseln werden nun einfach abgedeckt und sollten für mindestens 3 Stunden stehen bleiben. Ich mache das gerne über Nacht, sodass richtig viel Fruchtwasser aus den Erdbeeren austreten kann. Genauso sollte das dann auch bei dir aussehen. Das kann auch mal mehr oder weniger Wasser sein. So sind die Erdbeeren nun bereit, auch eingekocht zu werden. Dazu richten wir uns einen möglichst breiten Topf, wo auch viel Flüssigkeit verdampfen kann. Darauf geben wir ein Sieb und dann geben wir die Erdbeermasse darin. An dieser Stelle kochen wir das Erdbeerwasser zuerst ein, um bereits viel Flüssigkeit verdampfen zu lassen. Die Erdbeeren enthalten nämlich viel Wasser. Wird dieses nicht reduziert, bleibt die Marmelade dünn und der Geschmack verwässert. Durch das Einkochen verdampft überschüssige Flüssigkeit, die Masse wird dicker und der Fruchtgeschmack kommt dann deutlicher und intensiver zum Vorschein. Viele Vitamine, vor allem Vitamin C, sind hitzeempfindlich und gehen beim langen Kochen teilweise verloren. Wenn allerdings die Früchte erst nach der Reduktion hinzugegeben wird, werden sie deutlich kürzer erhitzt. Dadurch bleiben mehr Vitamine erhalten. Jedoch lässt sich der Verlust nicht ganz vermeiden. Aber Marmelade sollte auch nicht aus dem Hintergrund gegessen werden, dass man sich Vitamine zufügt. Dafür eignen sich frische Früchte natürlich um einiges besser. Das Fruchtwasser kann nur auf höchster Stufe erhitzt werden. Dabei rühren wir ab und an um, dass unten am Topfboden auch nichts anbrennt. Sobald die Masse siedet, kann die Hitze natürlich auf mittlerste Stufe reduziert werden. Je nach gewünschter Konsistenz dauert das Einkochen nun 15 bis 30 Minuten. Es sollte also je nach gewünschter Konsistenz gut die Hälfte reduziert werden. In dieser Zeit richten wir uns je nach Größe zwischen 2 und 4 Zitronen. Diese sollten in Bioqualität sein. Dann rollen wir sie mit leichtem Druck über die Arbeitsfläche, halbieren sie und drücken mit Hilfe der Saftpresse den Saft hinaus. Und so verfahren wir natürlich mit den gesamten Zitronen, auf dass auch die jegliche Reste des Saftes ausgedrückt werden.
Die Zitronenschalen bitte nicht wegwerfen, denn sie lassen sich ganz hervorragend weiterverarbeiten. Sei es für die Küche oder als Backzutat und sogar als Reinigungsmittel mit Natron und Essig leisten sie gute Dienste. Wenn euch sowas mal interessiert, lasst es mich bitte mit einem Kommentar wissen. Inzwischen sind etwa 20 Minuten vergangen und man kann gut erkennen, dass der Saft gut reduziert ist. Nun ist der richtige Zeitpunkt, um auch die Fruchtkörper in den Topf zu geben. Dieses sollte ausreichend groß sein, das habe ich mal wieder nicht geschafft. Aber das kennst du ja bereits von mir. Sie werden nun auch mit dem Sirup verbunden und dürfen genauso die nächsten 10 Minuten einkochen. Dabei bitte immer wieder mal umrühren, nicht dass die Erdbeeren unten am Topfboden anbrennen. Nach etwa 10 Minuten kann man gut erkennen, wie die Fruchtkörper langsam zerfallen. Dabei wird weiter immer wieder mal umgerührt und sich bitte nicht zu weit vom Topf zu entfernen, weil die Masse gleich ein wenig aufschäumen wird. Das wäre mir nämlich fast passiert, weil ich ein paar Kommentare an euch beantwortet habe. Dabei dann am besten die Ruhe bewahren, den Topf von der Herdplatte nehmen und langsam auskühlen lassen. Dass dies passiert, ist übrigens völlig normal, denn das ist Luft- und Fruchtbestandteile sowie Eiweiße, die beim Erhitzen nach oben steigen. Er ist auch nicht schädlich, nur gefährlich, weil man sich daran ganz ordentliche Verbrennungen zuziehen kann. Deswegen immer Obacht geben. Natürlich könntest du die Erdbeeren nun weiter einkochen, da zerfallen sie dann ganz von allein. Ich nehme dafür jedoch gerne meinen Stabmixer, das geht nicht nur schneller, sondern kann das Ganze auch mit der Kochzeit verkürzen und spart damit somit etwas Energie. Der Stabmixer sollte natürlich für heiße Temperaturen geeignet sein und je nachdem, ob du Stückchen bevorzugst oder nicht, pürierst du die Masse so lange, bis du deine persönliche gewünschte Konsistenz hast. Wir haben es gerne ohne Stückchen. Der Topf kann dann zurück auf den Herd gestellt werden und der Zitronensaft wird zur wieder leicht siedenden Erdbeermasse gegeben. In diesem Stadium kann die enthaltene Säure ihre Wirkung optimal entfalten, da sie die Gelierung durch das natürliche Pektin unterstützt. Hier könntest du auch ein paar Apfelschalen darunter mischen. Dabei sollte der Zitronensaft allerdings nur kurz mitgekocht werden, um die frischen Aromen bestmöglichst zu erhalten. Wenn du dem Ganzen nicht traust, könntest du auch Agar-Agar dazugeben, das natürlich nach Packungsbeilage verwenden. An dieser Stelle probiere ich immer ganz gerne, ob vielleicht trotzdem noch Zucker fehlt. Das ist mir persönlich zwar nur selten passiert, allerdings Geschmäcker sind verschieden. Die ist richtig gut. Und auch die Gelierfähigkeit testen wir nun, indem wir die heiße Masse auf einen kalten Teller geben, kurz abkühlen lassen. Dann wird der Teller leicht schräg gehalten, zieht sich die Masse dabei leicht nach unten und bildet eine dicke, stabile Nase. Hat sie die richtige Konsistenz erreicht? Nun benötigen wir unsere Einmachgläser. Sie müssen auf jeden Fall sauber, aber noch nicht steril sein. Steril deswegen nicht, weil wir die Masse sehr heiß einfüllen und die Gläser dann gleich noch einkochen. Aber das siehst du gleich noch. Übrigens, botanisch gesehen sind Erdbeeren gar keine Beeren, sondern sogenannte Sammelnussfrüchte. Denn die kleinen gelben Punkte auf der Oberfläche sind die eigentlichen Früchte, um die es geht. Die Marmelade kann dann ruhig ganz leicht siedend in die Einmachgläser eingefüllt werden. Das Ganze natürlich mit Hilfe eines Trichters, da tut man sich wesentlich leichter und auch das Verletzungsrisiko minimiert sich dadurch. Zum Rand oben solltet ihr ungefähr 1 Zentimeter Platz lassen. Zu guter Letzt wird der Glasrand noch mit einem sauberen Küchentuch gereinigt. Das würde Keimen Haus und Hof öffnen. Danach kommt natürlich der Deckel drauf und jetzt geht's ans Einkochen. Nun hat mein großer Topf seinen großen Auftritt. Er kommt auf den Herd. Zur Schonung der Gläser lege ich ein Küchentuch auf den Topfboden und stapel die Gläser darauf. Diese drehe ich mit Hilfe eines Küchentuchs nochmal fest zu, so kann man sich auch nicht die Finger verbrennen. Das geht auch problemlos zweilagig. Dann ist die Regel, bei heißen Gläsern gibt es heißes Wasser und bei kalten Gläsern würde man kaltes Wasser verwenden. Hier lassen wir die Marmelade nun für eine halbe Stunde einkochen. So haben wir auf jeden Fall eine Haltbarkeit von etwa 6 Monaten. Solltest du mehr Zucker nehmen, hast du eine Haltbarkeit von bis zu einem Jahr. Danach können die Gläser dann aus dem heißen Topf entnommen werden. Natürlich kannst du ihn auch so auskühlen lassen. Danach sollten die Gläser mit einem Küchentuch abgedeckt werden, möglichst zugluftfrei und sollten ganz in Ruhe auskühlen.
Sobald die Gläser abgekühlt sind, sollte nur noch geprüft werden, ob der Deckel auch soweit angezogen ist. Hier ist die ausgekühlte Marmelade richtig schön cremig und wenn ihr sie etwas fester haben möchtet, kocht ihr sie einfach etwas länger ein. Egal wie, ich wünsche dir nun viel Freude beim Selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch!